Es war wirklich eine beeindruckende Laser World of Photonics 2019. Wieder einmal ein Ausstellerrekord mit 1325 Ausstellern aus 40 Ländern und davon kamen fast 2/3 aus dem Ausland. Besuchermäßig sehr stark, gut über 33.000 Besucher. Die Zuwächse, die haben wir vor allem USA und Asien zu verdanken. Ich möchte 3 Themen nennen. Da ist zum einen die Elektromobilität. Was kann der Laser alles machen für das elektronische Auto? Da geht es nicht nur um die Fertigung der Batteriezellen, sondern auch Verschweißung von Komponenten. Da hat es enorme Fortschritte gegeben. Zweites Stichwort, autonomes Fahren ohne intelligente Sensoren, die ohne Photonik nicht herstellbar wären, würde das für immer ein Zukunftsthema bleiben. Und der dritte interessante Bereich ist die Medizintechnik, die Medizintechnologie, nicht nur im Hinblick Einsatz des Lasers als chirurgisches Instrument, sondern eben Bildverarbeitung, Analyse dank der Photonik. Das waren 3 ganz starke Themen unter vielen anderen. Das konnte man alles hier erleben bei den Ausstellern, aber auch bei unseren Application Panels. Wir hatten auch Live-Vorführungen hier. Wir wollen ja, dass diese Messe das erlebbar macht, was auch der Trend in der Branche ist. Der World of Photonics Kongress ist der größte Photonic-Laser-Kongress Europas. Alle 2 Jahre sammelt sich hier die wissenschaftliche Elite in München. 3600 Vorträge wurden gegeben und wir hatten ganz ausgezeichnete Vortragsleute hier, beispielsweise den Nobelpreisträger Gérard Mourou, der aktuelle Physik-Nobelpreisträger, aber auch viele andere mehr. Und die Bandbreite ist gewaltig, also wirklich von der Grundlagenforschung dann hin zur angewandten Forschung, was natürlich dann wieder eine wunderbare Brücke darstellte zur Ausstellung und zum Rahmenprogramm in der Messe. Das Thema Nachwuchs hat man hier an allen Ecken und Enden gespürt. Wir hatten einen Makerson-Wettbewerb, Studenten, junge Leute von der Uni waren da, 100 an der Zahl, die haben sich 24 Stunden lang Zeit genommen, um Prototypen zu bauen. Wir haben schon zum 3. Mal eine Startup-Area mit vielen Firmen gehabt. Zum 1. Mal haben wir einen Innovation Award verliehen in 5 Kategorien. Und nicht zuletzt versuchen wir auch immer, die Startup-Szene dann mit den alten Hasen zu verbinden. Und da hat es gut gepasst, dass zum 1. Mal hier auch das European Photonics Venture Forum stattgefunden hat.